herzlich willkommen zurück, liebe Zugfreunde und alle, die es noch werden wollen. Ich kann euch versprechen, nach diesem Video seid ihr Zugenthusiasten wie ich und Rita. Wir wollen euch heute was präsentieren und zwar, vielleicht habt ihr es ja in einem der vergangenen Videos schon gesehen. Wir haben Post bekommen von TrixBricks. Link ist in der Beschreibung und ich blende ihn hier euch auch ein. Die waren so nett und haben uns, damit wir euch das Set auch zeigen können, eine Packung von deren Schienen zugesandt und wir werden euch die heute mal vorstellen. Ihr wisst, die kommt bei uns in die U-Bahn. Wir haben dort das Problem, dass der reguläre Kurvenradius von Lego, welcher der äußere ist, R40 um genau zu sein, ein bisschen zu breit ist, um hier eine schöne Schleife an der Endhaltestelle zu machen. Jetzt haben wir nachgeschaut. TrixBricks ist eine der Firmen, die unter anderem auch größere und kleinere Kurvenradien für Lego-Eisenbahnen produziert. Größtenteils haben sie sogar ganz große, also teilweise fast schon R100 Radien, die natürlich toll aussehen, wenn man langgezogene Kurven machen möchte. Wir haben aber genau das Gegenteil gebraucht und zwar einen R32 Schienenkreis. Den haben wir dort jetzt bestellt und auch bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht für euch auch interessant, hier mal zu schauen, wie so die Qualität von diesen Schienen ist, wie sie ja von der Bespielbarkeit, von der Befahrbarkeit ist. Und da habe ich mir gedacht, machen wir ein kleines Video. Rita ist übrigens dort hinten irgendwo beim Vergnügungspark. Ich weiß nicht, was sie macht. Hallo. Fließen. Sie fließt irgendetwas, okay, dann sind wir froh. Also ihr seht zum Beispiel schon mal, dass hier der R32 Schienenkreis von TrixBricks genau um eine Schienenbreite schmäler ist als der originale Schienenkreis R40 von Lego. Das heißt, man kann hier, das ist zwar ein wenig knapp wahrscheinlich, wenn hier auf beiden Gleisen Züge fahren, da die ein bisschen ausscheren. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, aber man könnte hier natürlich, wenn die ein bisschen weiter voneinander entfernt sind, also vielleicht so, dann könnte man hier wunderbar zwei parallele Gleise Anlagen machen. Wir haben ja auch immer wieder überlegt, ihr habt es das ja auch immer wieder in die Kommentare geschrieben, warum nicht wir von TrixBricks oder den anderen Anbietern eine alternative Schiene mal kaufen und uns die anschauen. Das Problem ist, das sind alles nur Plastikschienen, also für die Power Functions oder Powered-Up Schienen Züge. Und wir haben ja auf unserer Anlage bis auf jetzt die U-Bahn und Ritas Disney-Zug, Vergnügungspark-Zug haben wir ja nur, was machst du mit dem Metroliner? Der steht übrigens seit mehreren Videos dort hinten gecrashed auf dieser Brücke. Es hat sich noch niemand erbarmt, ihn davon zu befreien, aber kann man nichts machen. Mach ich noch. Rita, bitte befreie den Metroliner. Die Schienen von TrixBricks haben wir also jetzt für unsere U-Bahn. Wir zeigen euch die sicher im nächsten Video mal, wie die eingebaut aussehen. Was ich gleich mal sagen kann, ist ich bin jetzt kein Kunststoffexperte, aber vom Kunststoff her sehen die eigentlich sehr ähnlich aus wie die Originalen von Lego. Das Einzige, was natürlich nicht der Fall ist, ist, ihr habt hier auf den Noppen kein Lego-Logo, no, das wissen wir. Und sie sind ein bisschen matter als die Originalen von Lego, aber ich finde, das stört eigentlich nicht. Wenn das Licht nicht gerade reinscheint, direkt darauf, dann sehen die eigentlich relativ ähnlich aus. Also gefällt mir eigentlich gut. Von der Klickbarkeit, ich kann euch das mal demonstrieren, gibt es auch eigentlich überhaupt kein Problem. Also funktioniert einwandfrei. Auch habe ich getestet, diese Schienen mit Lego-Schienen miteinander. Also das ist überhaupt kein Problem. Wo sie sich ein bisschen von ihren Lego-Counterparts unterscheiden, ist die Unterseite. Das liegt wahrscheinlich an der Spritzgussmaschine, mit der diese Schienen hier produziert werden. Und da seht ihr hier, dass die unten ein wenig anders gemacht sind. Wie gesagt, bei den Kurven macht das wahrscheinlich nichts aus, weil die kann man sowieso nicht so gut auf eine Bodenplatte drücken. Ich nehme aber an, dass hier, ich habe es sogar ausprobiert, dass die hier auch perfekt auf Platten oder Bricks oder sowas, genauso wie die Lego-Schienen gedrückt werden können. Es gibt auch jede Menge coole Sachen, ihr müsst da mal reinschauen, lauter Kreuzungen, Weichen, auch X-Weichen, Dreifachweichen und so weiter, zum Teil auch Vorrichtungen für Brücken, die ihr bauen könnt. Also die bei TrixBricks haben da wirklich extrem coole Sachen dort im Sortiment, unter anderem auch diesen Prellbock, den wir geschenkt bekommen haben noch. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Der war noch als Gratisgeschenk im Paket mit drinnen. Sieht auch sehr cool aus, finde ich. Wir haben ja mehrere
ja, Dead Ends, mehrere Sackgassen, wo Rita schon ein paar Mal die Züge vom Tisch runterplumpsen hat lassen, und ich habe das schon, glaube ich, im anderen Video hergezeigt. Da hat vielleicht der Gründer und Mitarbeiter von TrixPrix unsere Videos geschaut. Grüße gehen raus an dich natürlich. Du bist ein wahrer Ehrenmann, dass du uns hier diesen Prellbock mitgegeben hast. Den werden wir bestimmt brauchen. So, jetzt probieren wir mal, dass natürlich das Wichtigste ist, wie sich diese R32 Schienen von TrixPrix so fahren lassen. Wer könnte den Schienentest, ihr habt es sicher schon gesehen, besser bestehen und durchführen als unsere rote Rakete? Sie ist einfach immer einsatzbereit, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wir haben heute ein paar andere Waggons angehängt, und zwar den TTX Intermodal Doppelstock-Containerwagen. Und zwar einfach aus dem Grund, er ist jetzt eigentlich ein Wagen, der relativ leicht und ja, leichtfüßig durch die Schienen gleitet. Allerdings ist er extrem lang, er hat einen extrem langen Radstand, kann man das so sagen bei einem Zug, ich weiß es nicht, und ist natürlich durch diese Dolly, durch diesen Truck hier in der Mitte auch ein bisschen behäbiger, was die Kurvenfahrt anbelangt. Deswegen habe ich mir gedacht, das wird sicher interessant, wenn wir den fahren lassen. Gleich mal von der Optik her, es sieht natürlich ein wenig seltsam aus, weil der Wagen ja natürlich schon ganz schön über die Seite der Gleise hängt. Aber das ist ganz normal bei diesen engen Kurvenradien. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal den Controller und lassen den Zug fahren und schauen, wie sich die rote Rakete mit der 10170 so auf diesen R32 Schienen macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass der Zug so leichtgängig hier drüber fährt. Wir sind jetzt auf Geschwindigkeitsstufe 2, es sind zwar relativ neue Batterien drinnen, aber trotzdem schafft sowohl die Lok als auch die Waggons schaffen diese Kurve hier mit links, und ich habe schon im Internet gelesen, es gibt aber allerdings auch noch einen kleineren Radius, ich weiß nicht, ist das R24 oder R22, der für viele Loks und für viele Waggons zu eng ist. Bei diesem hier, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Internet einerseits gelesen, dass es überhaupt kein Problem sein soll. Alle von Lego erhältlichen Eisenbahnen plus Waggons können hier fahren. Müsste man rausfinden, ob es irgendwelche gibt, die hier nicht durchkommen, aber auch unser TTX-Waggon, gezogen von der roten Rakete, hat hier überhaupt keine Probleme beim Durchfahren. Ihr seht, das rumpelt nicht, das knattert nicht. Das, was ihr hier hört, sind am ehesten die Achsen der Waggons. Also funktioniert auch auf jeden Fall sehr gut. Wir fahren vielleicht ein bisschen schneller, nicht zu schnell, wenn ihr wisst, wenn da was dann sonst passieren wird. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Funktioniert wirklich einwandfrei. Fahren wir auch vielleicht mal rückwärts, dann sehen wir es auch von der anderen Seite. Also ich würde sagen, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Wie gesagt, die Waggons liegen ganz leicht in der Schiene. Also es ist wirklich ein sehr guter Druck, wo man auch vom haptischen her überhaupt keinen Unterschied merkt. Es sind beide, die fühlen sich total gleich an und sind auch wie gesagt, von der Verarbeitung her wirklich sehr nahe am Lego-Original. Und da Lego ja leider in der Hinsicht die Modelleisenbahner seit mittlerweile fast schon Jahrzehnten ein wenig vernachlässigt und ich auch etwas skeptisch bin, ob da noch was kommt. Vielleicht darf man ja noch träumen. Es würden ja wieder Züge rauskommen nächstes Jahr. Wir sind schon sehr gespannt, wie dann die im Detail sind. Da freuen wir uns natürlich drauf und werden euch auch ein Update geben. Aber das ist auf jeden Fall mal ein eine coole Option für alle, die andere Kurvenradien haben wollen. Schaut auf deren Shop vorbei. Danke nochmal fürs Zusenden der Schienen und ihr werdet sie dann im nächsten Video oder übernächsten Video, ich weiß nicht, wie weit wir kommen, dann in Aktion in unserer U-Bahn sehen. Rita ist noch immer beim Fließen, sehe ich gerade. Ja, mal schauen, ob das was wird. Ja, sie ist skeptisch, aber wir geben nicht auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt habt ihr endlich wieder mal ein Zugvideo gehabt, wo ein Zug auch fährt, oder fährt, sagt man ja. Und hoffentlich geht es euch gut und ihr macht was Schönes. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir werden jetzt noch ein bisschen weiterbauen und ich lasse noch einen Zug fahren, glaube ich. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.